Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversationspodcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, herzlich willkommen in unserer kleinen Deutschlernfamilie. Hier sprechen wir echtes Deutsch mit echten Geschichten und heute mit sehr echten Gefühlen. Ja, heute wird es tief, heute wird es ehrlich und vielleicht wird es auch ein bisschen emotional. Sophia, ich habe letzte Woche etwas erlebt, das mich wirklich beschäftigt hat. Wirklich tief beschäftigt. Was ist passiert? Ich war mit einem deutschen Freund zusammen, Jonas heißt er, und wir haben geredet. So ein normales Gespräch. Und er hat mich gefragt, ganz einfach, wie geht es dir wirklich, Matteo? Nicht so, ja, alles gut, sondern wirklich. Oh, das ist eine mutige Frage. Ja, und ich stand da. Ich wollte antworten, auf Deutsch. Ich wollte ihm sagen, wie ich mich wirklich fühle. Aber plötzlich kein Wort. Nicht, weil ich es nicht fühle, sondern weil ich nicht wusste, wie ich es auf Deutsch sagen soll. Das kenne ich so gut. Dieses Gefühl, man hat etwas im Herzen, aber die Sprache gibt die Wörter nicht her. Genau. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wir lernen auf Deutsch, wie heißt die Hauptstadt, wie konjugiert man Verben. Aber wie sagt man eigentlich, wie man sich fühlt, wirklich fühlt? Und genau das ist unser Thema heute. Gefühle auf Deutsch. Wie spricht man über seine Emotionen? Wie öffnet man sich in einer Fremdsprache? Ja, und nicht nur die Grundlagen, ich bin glücklich, ich bin traurig, sondern echte, tiefe, nuancierte Gefühle. Denn Sprache ohne Gefühle ist nur Information, aber Sprache mit Gefühlen, das ist Verbindung. Das ist Verbindung. Ja, also bleibt dran, es wird tief, es wird ehrlich und ich verspreche, ihr werdet danach mehr auf Deutsch sagen können als nur, es geht mir gut. Das berühmte „Es geht mir gut“, die Standardantwort auf alles. Die Antwort, die niemand wirklich meint. Niemand. Wenn jemand fragt, wie geht es dir, antwortet man automatisch, gut, danke, auch wenn man gerade den schlichtesten Tag des Jahres hat. Auch wenn man gerade weinen will. Gut, danke. Breit lächeln. Ja, und das ist eigentlich schade, weil echte Gespräche, echte Verbindungen, die entstehen, wenn man ehrlich ist, wenn man sagt, wie es einem wirklich geht. Absolut. Und ich glaube, viele Menschen, die eine neue Sprache lernen, verlieren einen Teil von sich selbst dabei. Man ist vielleicht in der Muttersprache sehr ausdrucksstark, sehr emotional, aber in der Fremdsprache, man wird kleiner, einfacher, weil die Wörter fehlen. Das trifft mich wirklich, was du sagst, weil ich das genau kenne. Auf Spanisch, ich bin laut, ich bin expressiv, ich benutze meine Hände, meine Stimme, alles. Aber auf Deutsch, am Anfang war ich so still, so zurückhaltend. Warum? Weil ich Angst hatte, falsch zu klingen, zu theatralisch, zu emotional. Ich dachte, Deutsche sind direkt, ruhig, sachlich. Wenn ich auf Deutsch sage, ich bin so unglaublich glücklich, klingt das vielleicht übertrieben. Aber ist es das? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mit der Zeit gelernt, Deutsche haben genauso tiefe Gefühle. Sie drücken sie vielleicht manchmal anders aus, aber die Gefühle sind da, immer. Das ist ein wichtiger Punkt. Jede Kultur drückt Gefühle anders aus, aber Gefühle selbst, Freude, Trauer, Angst, Liebe, die sind universell, die kennt jeder Mensch. Ja, und wenn man lernt, sie in einer neuen Sprache auszudrücken, man kommt dieser Sprache und dieser Kultur so viel näher. Sophia, lass uns anfangen. Erzähl mir von einem Moment, wo du wirklich Schwierigkeiten hattest, deine Gefühle auf Deutsch auszudrücken. Eine echte Situation. Also, ich erinnere mich an einen Moment, das war vielleicht 2 Jahre nach meiner Ankunft in Berlin. Ich hatte einen sehr schwierigen Tag. Alles war schiefgegangen. Die Arbeit, ein Missverständnis mit Lars und dann hatte ich auch noch Heimweh. Dieser Mix aus allem. Ein perfekter Sturm. Genau, ein perfekter emotionaler Sturm. Und ich wollte mit meiner deutschen Nachbarin reden. Sie heißt Clara, sehr nette Frau. Sie hat geklingelt und gefragt, ob alles okay ist. Und ich stand da und wollte sagen, Was wolltest du sagen? ich wollte sagen, ich bin erschöpft. Nicht nur körperlich, sondern tief innen drin. Ich vermisse Hause, ich fühle mich verloren, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Das wollte ich sagen. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, es geht mir nicht so gut heute. Oh, Sophia. Clara hat mich angeschaut, sehr lange, und dann gesagt, komm rein, ich mache Tee. Und das war
das war eigentlich genug. Sie hat verstanden, auch ohne die ganzen Wörter. Manchmal sagt die Stimme mehr als die Wörter. Ja, aber ich habe danach beschlossen, ich will lernen, meine Gefühle auf Deutsch auszudrücken, wirklich auszudrücken, nicht nur die Oberfläche. Und das ist eine mutige Entscheidung, weil Gefühle ausdrücken, das macht einen verletzlich. In jeder Sprache, aber in einer Fremdsprache noch mehr. Ja, man fühlt sich wie ein Kind, das lernt zu sprechen, und das ist manchmal beschämend, aber gleichzeitig so befreiend, wenn es gelingt. Befreiend, das ist das richtige Wort. Und du, Matteo, hattest du auch solche Momente? Ja, viele. Aber es gibt einen Moment, den ich nie vergessen werde. Das war kurz nach meinem Umzug nach Berlin. Ich war ich war einsam, wirklich einsam. Aber das Wort einsam kannte ich damals noch nicht auf Deutsch. Was hast du dann gemacht? Ich habe versucht, es zu umschreiben. Ich habe einem deutschen Bekannten gesagt, ich bin allein. Aber nicht allein wie allein, sondern allein wie niemand versteht mich. Oh, Matteo, das ist so traurig und so süß gleichzeitig. Ja, und der arme Mann hat mich so verwirrt angeschaut. Er hat gesagt, meinst du einsam? Und als ich dieses Wort gehört habe, einsam, da war es, das Wort, das ich suchte. Und ich habe es sofort aufgeschrieben, in mein Notizbuch, mit einem Sternchen. Mit einem Sternchen, das bedeutet wichtig. Das vergesse ich nicht. Ja, und seitdem, einsam, ist eines meiner wichtigsten deutschen Wörter. Nicht, weil ich es oft bin, sondern weil das Finden dieses Wortes ein Moment war, wo Sprache mir wirklich geholfen hat. Wo ein Wort ein Gefühl in die Welt gebracht hat. Das ist wunderschön, Matteo, wirklich. Und das ist auch eine wichtige Lektion. Manchmal findet man in einer Fremdsprache ein Wort für ein Gefühl, das man schon immer kannte, aber nie benennen konnte. Und das ist ein besonderer Moment. Ja, okay, lass uns jetzt wirklich in die Sprache eintauchen. Wie sagt man auf Deutsch, wie man sich fühlt? Welche Ausdrücke gibt es? Gut. Also, der wichtigste Satz, ich fühle mich plus Adjektiv. Das ist die Grundstruktur. Ich fühle mich glücklich. Ich fühle mich traurig. Ich fühle mich müde. Und man kann auch sagen, ich bin plus Gefühl. Ich bin glücklich, ich bin aufgeregt, ich bin wütend. Der Unterschied zwischen ich bin und ich fühle mich, beide sind richtig, aber ich fühle mich klingt manchmal etwas bewusster, als würde man nach innen schauen. Genau, ich bin müde ist eine Feststellung. Ich fühle mich müde ist fast eine Reflexion darüber. Sehr schön gesagt. Und dann gibt es noch mir ist plus Adjektiv. Mir ist kalt, mir ist schwindelig. Das ist für körperliche Gefühle. Ja, und mir geht es gut, mir geht es nicht so gut, mir geht es schlecht. Das ist die direkte Antwort auf, wie geht es dir? Also, das bedeutet, anstatt immer gut zu sagen, man kann ehrlicher sein. Mir geht es nicht so gut heute. Oder mir geht es eigentlich ziemlich schlecht. Und das ist schon ein großer Schritt. Von gut zu nicht so gut, das klingt klein, aber es ist ehrlicher. Es öffnet ein Gespräch. Sophia, lass uns über verschiedene Gefühle reden. Wirklich durch die Emotionen gehen. Fangen wir mit den positiven an. Oh ja, also, glücklich. Das kennt jeder. Ich bin glücklich. Aber es gibt so viele Nuancen. Genau. Zum Beispiel froh. Ich bin froh. Das ist ähnlich wie glücklich, aber vielleicht ein bisschen leichter. Erleichtert. Oder begeistert. Ich bin begeistert. Das ist intensiver als glücklich. Das ist Leidenschaft, Aufregung, Feuer. Ja. Und aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Das ist dieses Kribbeln vor etwas Schönem, vor einem Ereignis, das man erwartet. Das Kribbeln. Ich liebe das Wort Kribbeln. Es klingt genauso, wie es sich anfühlt. Ja, kribbeln. So ein onomatopoetisches Wort. Das klingt wie eine prickelnde Empfindung. Und dann dankbar. Ich bin dankbar. Das ist ein tiefes, ruhiges Glück. Man ist froh für das, was man hat. Dankbar ist ein sehr schönes Gefühl und ein wichtiges Wort. Ich benutze es oft. Ich bin so dankbar für diesen Podcast, für diese Gespräche. Das macht mich auch dankbar, wenn du das sagst. Jetzt werden wir sentimental. Es kommt immer. Okay, weiter. Verliebt. Ich bin verliebt. Das ist, das braucht keine Erklärung. Das kennt jeder. Und man erkennt es sofort. Das Lächeln, das nicht aufhört. Das ständige Denken an die andere Person. Ja,
Und auf Deutsch gibt es auch das schöne Wort verliebt sein versus jemanden lieben. Das ist ein Unterschied. Erkläre das. Also, verliebt sein ist dieses anfängliche, intensive, manchmal überwältigende Gefühl am Anfang einer Beziehung. Das Herz schlägt schneller, alles ist aufregend. Und jemanden lieben? Das ist tiefer, ruhiger, beständiger. Man liebt jemanden nicht wegen des Kicks, sondern weil man die Person wirklich kennt, mit allen Ecken und Kanten. Das ist ein wunderschöner Unterschied. Verliebt sein versus lieben. Genau. Lars und ich sind nicht mehr verliebt, wir lieben uns. Klingt das nicht romantischer, wenn man verliebt ist? Nein, ich finde Lieben viel schöner. Verliebt sein ist aufregend, aber Lieben ist sicher. Es ist wie ein Hafen. Ein Hafen. Das ist ein wunderschönes Bild. Danke, ich bin manchmal poetisch. Heute sehr. Okay, lass uns zu den schwierigeren Gefühlen gehen. Den negativen, den, die man vielleicht öfter versteckt. Ja, und ich finde, diese sind wichtiger zu lernen, weil positive Gefühle, die teilt man gerne, aber die schwierigen, die bleiben oft drin, unausgesprochen. Also, traurig. Das kennt jeder. Ich bin traurig. Aber auch hier, viele Nuancen. Zum Beispiel niedergeschlagen. Ich bin niedergeschlagen. Das ist tiefer als traurig. Man fühlt sich schwer, als ob etwas einen nach unten zieht. Oder erschöpft. Ich bin erschöpft. Nicht nur müde, sondern leer. Ausgebrannt. Ausgebrannt, das ist sogar ein eigenes Wort im Deutschen. Ich bin ausgebrannt. Burnout. Man hat alles gegeben und nichts mehr übrig. Das ist ein sehr wichtiges Wort in der heutigen Zeit. Viele Menschen kennen dieses Gefühl. Und es ist mutig, es auszusprechen. Ja, und dann überfordert. Ich bin überfordert. Es ist zu viel, alles ist zu viel. Man weiß nicht mehr, wo man anfangen soll. Mikdas. Dieses Gefühl, der Kopf ist voll, die Liste ist lang und man steht einfach da, bewegungslos. Ja, und allein das Wort kennen, überfordert, das hilft schon, weil man dann sagen kann, ich bin gerade überfordert. Und das ist schon eine Erklärung, eine Entschuldigung, eine Bitte um Verständnis. Sprache gibt Gefühlen einen Namen. Und wenn ein Gefühl einen Namen hat, ist es weniger beängstigend. Das ist psychologisch wirklich wahr. Wenn man ein Gefühl benennen kann, hat man schon ein bisschen Kontrolle darüber. Es ist nicht mehr nur ein dunkles, formloses Ding inside. Ja, das Benennen ist der erste Schritt. Was ist mit Angst? Wie spricht man auf Deutsch über Angst? Also, ich habe Angst. Das ist der direkte Ausdruck. Sehr wichtig, auf Deutsch sagt man Angst haben, nicht ich bin Angst. Man hat Angst. Die Angst ist etwas, das man besitzt. Das ist interessant, oder? Man hat Angst, als ob sie ein Ding wäre, ein Gegenstand, den man trägt. Ja, und manchmal fühlt es sich wirklich so an, als ob man einen schweren Stein trägt. Und dann gibt es auch sich Sorgen. Ich mache mir Sorgen. Das ist eine sanftere Form von Angst. Man ist besorgt, man denkt viel über etwas nach. Oder nervös. Ich bin nervös. Das kennt jeder. Vor einem Vorstellungsgespräch, vor einer Prüfung, vor einem wichtigen Gespräch. Ich zum Beispiel bin immer noch manchmal nervös, bevor wir aufnehmen. Wirklich? Du klingst immer so entspannt. Das ist die Magie des Podcastens. Ich atme tief durch, sage mir, du kannst das und dann fange ich an. Das ist schön und ehrlich. Nervosität vor etwas, das einem wichtig ist, das ist normal. Das zeigt, dass es einem nicht egal ist. Genau. Nervosität und Aufregung sind manchmal sehr ähnlich. Der Körper reagiert fast gleich. Herzklopfen, flaches Atmen. Der Unterschied ist nur, wie man es interpretiert. Das ist interessant. Erklär das mehr. Also, wenn man nervös ist und denkt, das wird schrecklich, dann ist es Angst. Aber wenn man dasselbe Körpergefühl hat und denkt, das wird aufregend, dann ist es Vorfreude. Vorfreude. Ein wunderschönes deutsches Wort. Ja, Vorfreude ist die Freude, die man vor etwas Schönem empfindet, bevor es passiert, die Erwartungsfreude. Die Vorfreude ist oft die schönste Freude. Man sagt das sogar auf Deutsch. Vorfreude ist die schönste Freude. Das ist ein echtes deutsches Sprichwort. Ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Das bedeutet, manchmal ist das Erwarten von etwas noch schöner als das Erlebnis selbst. Das stimmt manchmal. Zum Beispiel die Vorfreude auf Weihnachten. Als Kind war das oft das Beste, schöner als der Morgen selbst.
Ja, die Vorfreude auf den Urlaub. Man plant, man träumt, man zählt die Tage. Und dann ist man im Urlaub und denkt, ich vermisse mein Bett. Immer. Das eigene Bett ist unschlagbar. Unschlagbar. Okay, lass uns über noch mehr Gefühle sprechen. Wut. Wütend. Wie spricht man auf Deutsch über Wut? Also, ich bin wütend. Das ist direkt. Aber wütend kann viele Formen haben. Zum Beispiel genervt. Ich bin genervt. Das ist eine leichtere Form von Wut. Man ist gereizt. Etwas stört einen. Das kenne ich gut. Wenn der Zug Verspätung hat, ich bin genervt, nicht wütend, genervt. Ja, genervt ist der Alltagswutzustand. Exakt. Und dann gibt es enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Das ist vielleicht das schmerzhafteste Gefühl, weil es Erwartung und Realität mischt. Ja, Enttäuschung ist, man hatte Hoffnung und die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Das tut weh. Und es ist manchmal schwerer als Wut. Wut geht, aber Enttäuschung, die sitzt tiefer. Ja, Wut ist heiß, Enttäuschung ist kalt. Das ist ein sehr gutes Bild. Wut ist heiß, Enttäuschung ist kalt. Und dann verletzt. Ich bin verletzt. Nicht körperlich, sondern emotional. Jemand hat etwas gesagt oder getan, das einem wehgetan hat. Verletzt sein, das braucht Mut, um es auszusprechen, weil man damit zeigt, du hast Macht über mich. Du konntest mich treffen. Ja, und deswegen sagen es viele Menschen nicht. Stattdessen sagen sie, es ist mir egal, oder sie werden wütend, weil Verletztsein sich zu verletzlich anfühlt. Verletzlich sein bedeutet, man ist offen, man hat keine Rüstung, man zeigt sein echtes Ich. Und das ist eigentlich das Mutigste, was man tun kann. Ja, Verletzlichkeit ist Stärke. Das hört sich paradox an, aber ich glaube es wirklich. Wie meinst du das? Also, wenn man sagt, ich bin verletzt oder ich bin ängstlich, das braucht Mut, weil man riskiert, dass der andere nicht versteht, dass er lacht, dass er weggeht. Und trotzdem zu sagen, das bin ich, das fühle ich, das ist sehr stark. Das ist wirklich wahr. Und ich glaube, das ist auch etwas, das man in einer Fremdsprache lernt. Man ist gezwungen, verletzlich zu sein, weil man nicht die perfekten Wörter hat, weil man Fehler macht. Und trotzdem spricht man. Man spricht trotzdem. Das ist der mutigste Satz, den ein Sprachlernender sagen kann. Ja, Pause. Wir sind wieder sehr tief geworden. wir sind immer tief, wenn es um Gefühle geht. Das ist bei diesem Thema unvermeidlich. Okay, lass uns über eine konkrete Situation reden. Ich möchte eine Geschichte erzählen, eine echte Geschichte über Gefühle und Deutsch. Bitte, erzähl! Also, vor etwa 3 Jahren hatte ich einen Konflikt mit einem guten Freund hier in Berlin, ein Deutscher. Wir haben uns gut verstanden, seit Jahren, und dann irgendwas ist schiefgelaufen. Ein Missverständnis. Er war verletzt, ich war verwirrt, und wir haben eine Zeit lang nicht geredet. Das ist schmerzhaft. Sehr. Und irgendwann habe ich beschlossen, ich muss mit ihm reden, ich muss es klären, und ich musste es auf Deutsch machen. Es gab keine andere Möglichkeit. Er spricht kein Italienisch. Und, wie war das? Ich habe das Gespräch im Kopf geübt, 100-mal. Ich habe mir die Sätze aufgeschrieben. Ich wollte sagen, es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe. Das war nicht meine Absicht. Ich schätze unsere Freundschaft sehr. Ich möchte verstehen, was passiert ist. Das sind sehr wichtige Sätze. Ja. Und als ich dann wirklich vor ihm saß, in einem Café, habe ich angefangen. Und die Sätze kamen nicht so perfekt wie geübt. Ich habe gestottert. Ich habe Pausen gemacht. Ich habe manchmal das falsche Wort benutzt. Und? Wie hat er reagiert? Er hat mich einfach reden lassen. Er hat nicht gelacht. Er hat nicht korrigiert. Er hat zugehört. Und als ich fertig war, er hat gesagt, danke, dass du das sagst. Ich habe darauf gewartet. Er hat darauf gewartet. Ja, er wollte auch reden, aber er wollte, dass ich den ersten Schritt mache. Und das Gespräch hat unsere Freundschaft nicht nur gerettet, es hat sie tiefer gemacht, viel tiefer. Weil ihr beide verletzlich wart. Genau, beide verletzlich, beide ehrlich. Und das hat eine Verbindung geschaffen, die vorher nicht da war. Das ist eine wunderschöne Geschichte, Matteo. Danke. Und das Wichtigste an dieser Geschichte für unsere Zuhörer ist, auch wenn das Deutsch nicht perfekt war, auch wenn ich gestottert habe,
Der Mut, die Gefühle auszusprechen, der hat alles verändert. Genau, und jetzt lass uns die wichtigsten Sätze für emotionale Gespräche auf Deutsch lernen. Die Sätze, die wirklich helfen. Gut, also, wenn man sich entschuldigen will, es tut mir leid. Das ist das Grundprinzip. Aber tiefer, es tut mir wirklich leid, dass ich dich verletzt habe. Oder ich entschuldige mich für, plus die konkrete Handlung. Ich entschuldige mich dafür, dass ich nicht da war. Und dann, wenn man Verständnis zeigen will, ich verstehe, wie du dich fühlst. Das zeigt Empathie. Man geht zur anderen Person. Oder, das muss schwer für dich sein. Das ist ein sehr einfühlsamer Satz. Man erkennt den Schmerz des anderen an. Und ich bin für dich da. Sehr einfach, aber sehr kraftvoll. Ich bin für dich da. 4 Wörter und was für eine Wirkung. Ja, manchmal braucht man nicht viele Wörter. Manchmal reicht, ich bin da. Und wenn ihr andere Unterstützung braucht, man kann sagen, ich brauche gerade ein bisschen Hilfe oder ich bin gerade nicht in bester Verfassung. Nicht in bester Verfassung sein, das bedeutet, man fühlt sich nicht gut. Man ist nicht auf dem Höhepunkt. Man braucht etwas Zeit, etwas Fürsorge. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, das ist Selbstbewusstsein. Man weiß, wie es einem geht und man sagt es. Selbstbewusstsein, das bedeutet auf Deutsch 2 Dinge. Einerseits Konfidenz, Selbstsicherheit, andererseits Bewusstsein seiner selbst. Wissen, wer man ist, wie man sich fühlt. Oh, das ist ein schöner sprachlicher Punkt. Selbstbewusst, bewusst von sich selbst. Ja, die deutsche Sprache ist manchmal so präzise. Man sieht die Bedeutung direkt in den Worten. Okay, lass uns über etwas sprechen, das ich wirklich wichtig finde. Nämlich, wie fragt man jemanden nach seinen Gefühlen? Auf Deutsch. Auf eine Art, die wirklich zeigt, dass man es meint. Ah, das ist so wichtig, weil wie man fragt, bestimmt die Antwort, die man bekommt. Genau. Wie geht es dir, ist eine Pflichtfrage. Man erwartet, gut, danke. Aber wie geht es dir wirklich? Das öffnet eine Tür. Das sagt, ich meine es ernst. Ich will wirklich wissen. Oder, was beschäftigt dich gerade? Das ist eine sehr offene, invadende Frage. Oder, du wirkst heute etwas nachdenklich. Alles okay? Das zeigt, ich habe dich gesehen. Ich habe aufgepasst. Das finde ich so schön, wenn jemand aufpasst. Wenn jemand merkt, hey, du bist heute nicht wie sonst. Das ist eine Form von Liebe. Ja, Aufmerksamkeit ist Liebe. Wirklich zuhören ist Liebe. Und auf Deutsch kann man auch sagen, magst du darüber reden? Das ist ein sanftes Angebot. Man drängt nicht, man lädt ein. Ja, magst du ist so einladend. Nicht, du musst jetzt reden, sondern, wenn du willst, bin ich da. Und wenn der andere nicht reden will, das ist auch okay. Dann sagt man, ich bin da, wenn du bereit bist. Ich bin da, wenn du bereit bist. Das ist Geduld, das ist Respekt, das ist echte Freundschaft. Matteo, ich möchte über etwas sprechen, das viele Deutschlernende vielleicht kennen. Dieses Gefühl, wenn man emotional wird und plötzlich zur Muttersprache zurückwechselt. Oh, das ist so wahr. Wenn es wirklich wichtig wird, wechselt man zurück. Ja, ich habe das so oft erlebt. Ich streite mich mit Lars auf Deutsch, beginne ich, und dann, wenn es intensiv wird, plötzlich rede ich auf Spanisch. Er versteht kein Spanisch. Er versteht kein Wort, und dann bin ich mitten im Streit und rede Spanisch und er schaut mich einfach an. Und dann lachen wir beide. Der Streit endet wegen der Sprache. Der Streit endet, weil es so absurd ist, und dann sind wir beide entspannt und können wirklich reden. Das ist eigentlich eine sehr effektive Streittechnik. Nicht empfohlen, aber es funktioniert bei uns. Jede Beziehung hat ihre eigenen Regeln. Aber im Ernst, dieses Wechseln zur Muttersprache bei starken Emotionen, das ist völlig normal. Die Muttersprache ist die Sprache des Herzens. Wenn das Herz spricht, sucht es die vertrauten Wörter. Ja, und das bedeutet nicht, dass man versagt. Es bedeutet nur, das Herz ist noch ein bisschen schneller als das gelernte Deutsch. Mit der Zeit holt das Deutsch auf. Mit der Zeit. Sophia, ich möchte über einen ganz bestimmten Moment reden. Einen Moment, wo du auf Deutsch ein Gefühl ausgedrückt hast und gedacht hast, das war's. Das war echt. Also, ich erinnere mich. Das war vor etwa einem Jahr. Mein Opa, ich habe schon erzählt, er ist gestorben. An seinem Todestag war ich sehr traurig. Und Clara, meine Nachbarin, hat es irgendwie gemerkt. Frauen merken das. Ja. Sie hat an meine Tür geklopft, einfach so, und hat gesagt,
Clara, ich mache Kuchen. Magst du kommen? Und ich habe gesagt, auf Deutsch, Clara, ich vermisse ihn heute sehr. Nur das. Nur das. Ich vermisse ihn heute sehr. 5 Wörter. Und Clara hat sofort verstanden. Sie hat nicht gefragt, wen. Sie hat nicht, das wird besser, gesagt. Sie hat einfach meinen Arm genommen und gesagt, dann weine ruhig beim Kuchen. Weine ruhig beim Kuchen. Das ist Die schönste Sache, die mir jemand je auf Deutsch gesagt hat. Weine ruhig beim Kuchen. Sie hat Raum gegeben. Auf Deutsch. Das ist wirklich wunderschön, Sophia. Und das war der Moment, wo ich dachte, Deutsch kann mein Gefühl tragen. Nicht nur Information, sondern Schmerz. Auch Schmerz. Ich brauche kurz eine Pause. Ich bin wirklich bewegt. Ich auch. Okay. Also, lass uns weitermachen. Ich möchte über etwas Praktisches reden. Wie beschreibt man Gefühle, die man selbst nicht ganz versteht? Weil manchmal weiß man selbst nicht genau, wie man sich fühlt. Oh, das ist so wichtig. Dieses gemischte Gefühl. Ja, und auf Deutsch gibt es schöne Ausdrücke dafür. Zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wie ich mich fühle. Sehr einfach, aber sehr ehrlich. Oder ich habe gemischte Gefühle. Das bedeutet, es ist nicht klar gut oder schlecht. Es ist kompliziert. Gemischte Gefühle, als ob verschiedene Farben zusammengemischt werden. Das Ergebnis ist nicht eindeutig. Und man kann auch sagen, ich bin zwiegespalten. Das bedeutet, ein Teil von mir fühlt so, ein anderer fühlt anders. Man ist gespalten. Zwiegespalten. Das ist ein starkes Wort, als ob man in 2 Teile gespalten ist. Oder ich kann es nicht in Worte fassen. Das bedeutet, das Gefühl ist da, aber die Sprache reicht nicht. Es ist zu groß, zu komplex für Wörter. Das ist vielleicht das Ehrlichste, was man sagen kann. Manche Gefühle sind zu groß für Wörter. Und das zuzugeben, das ist auch Mut. Ja, und dann gibt es noch, ich fühle mich seltsam. Das ist so ein allgemeiner Ausdruck. Man fühlt sich nicht normal, nicht gut, nicht schlecht, einfach anders als sonst. Ich fühle mich seltsam. Das sage ich manchmal, besonders montags. Montags fühlt sich die ganze Welt seltsam an. Das ist eine universelle Erfahrung. Absolut. Okay, lass uns über körperliche Gefühle reden. Also Gefühle, die man im Körper spürt. Weil Emotionen sind nicht nur im Kopf, sie sind auch im Körper. Oh ja, das ist sehr interessant linguistisch. Auf Deutsch gibt es so viele Ausdrücke für Körpergefühle. Zum Beispiel, mein Herz schlägt schneller. Das ist Aufregung, Liebe, Angst. Alles kann das Herz schneller schlagen lassen. Oder mir wird warm ums Herz. Das ist dieses weiche, schöne Gefühl, wenn man gerührt ist, wenn etwas einen tief berührt. Mir wird warm ums Herz. Was für ein schöner Ausdruck. Man stellt sich buchstäblich Wärme um das Herz vor. Und dann, ich habe einen Kloß im Hals. Das ist, wenn man weinen will, aber die Tränen nicht kommen. Wenn etwas einen wirkt. Einen Kloß im Hals, das kenne ich so gut. Wenn man etwas Emotionales hört oder sieht und man schluckt und der Hals wird eng. Und mir ist das Herz schwer. Das ist so poetisch, aber auch so real. Ja, und ich habe Schmetterlinge im Bauch. Das kennen alle, wenn man verliebt ist oder aufgeregt ist. Dieses Kribbeln im Bauch. Schmetterlinge im Bauch. Das ist in so vielen Sprachen dasselbe Bild. Schmetterlinge, die flattern. Weil das Gefühl so universell ist. Kein Wunder, dass verschiedene Kulturen dasselbe Bild benutzen. Und dann, ich habe ein schlechtes Gewissen. Das ist Schuldgefühl. Man hat etwas getan oder nicht getan und es nagt an einem. Das schlechte Gewissen. Ein sehr deutsches Konzept. Das Gewissen, die innere Stimme, die bewertet, ob man richtig oder falsch gehandelt hat. Das Gewissen ist quasi ein innerer Kompass. Es zeigt, was richtig ist, auch wenn es manchmal unbequem ist. Cool. Ich möchte eine kleine Übung machen, für alle Zuhörer. Eine Übung, die wirklich hilft, Gefühle auf Deutsch zu erklären. Oh ja, was für eine Übung. Also, ich nenne ein Szenario und dann sagen wir, wie man sich dabei fühlen könnte, auf Deutsch, damit die Zuhörer hören, wie es klingt. 2. Positive Gefühle. Glücklich, froh, begeistert, aufgeregt, dankbar, verliebt, voller Vorfreude. 3. Schwierige Gefühle. Traurig, niedergeschlagen, erschöpft, ausgebrannt, überfordert, einsam, ängstlich, verletzt, enttäuscht, wütend, genervt.
Viertens, körperliche Gefühle. Schmetterlinge im Bauch, einen Kloß im Hals, mir wird warm ums Herz, mein Herz schlägt schneller. 5. Wichtige Ausdrücke für Gespräche. Es tut mir leid. Ich bin für dich da. Magst du darüber reden? Das muss schwer für dich sein. Ich habe gemischte Gefühle. Ich kann es nicht in Worte fassen. Und 6. die wichtigste Lektion. Gefühle auszudrücken braucht Mut. In jeder Sprache, aber in einer Fremdsprache noch mehr. Und dieser Mut, der wird belohnt mit echten Verbindungen, mit echten Gesprächen. Mit echten Freundschaften, mit echten Momenten, wie dem Weinen beim Kuchen bei Clara. Weine ruhig beim Kuchen, das bleibt. Das bleibt für immer. Und jetzt eure Hausaufgabe. Und heute ist sie besonders persönlich. Ja, schreibt uns in die Kommentare auf Deutsch, wie ihr euch heute fühlt. Wirklich. Nicht gut, danke, sondern wirklich. Vielleicht, ich bin heute müde, aber motiviert. Oder ich habe gemischte Gefühle, weil... Oder ich bin dankbar für. Und wenn es ein schwieriger Tag ist, das dürft ihr auch sagen. Es geht mir heute nicht so gut. Das ist auch eine mutige Antwort. Wir lesen alles und wir freuen uns auf eure ehrlichen Worte. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Speak Deutsch Now. Drückt auf die Glocke. Und teilt den Podcast mit jemandem, der Deutsch lernt. Oder mit jemandem, der gerade eine schwere Zeit hat. Manchmal hilft es, nicht allein zu sein. Auch nicht beim Lernen. Nicht allein beim Lernen. Nicht allein beim Fühlen. Passt auf euch auf. Redet über eure Gefühle. In welcher Sprache auch immer. Aber versucht es auch auf Deutsch. Auch auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal bei Speak Deutsch Now. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald. Und denkt daran, Feger sind Freunde. Und Gefühle auch. Tschüss.